Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Tag auf der Baustelle. Heute werden die letzten kleinen Löcher an der Seite der Fassade an aufrechten Steinen gefüllt und gegebenenfalls machen wir noch an der Rückseite ein bisschen weiter und füllen da alles auf und dann schauen wir mal, wie weit wir heute noch kommen. Es hat auf jeden Fall heute schon ziemlich viel geregnet. Und von daher konnte man nicht so viel an der Fassade machen. Aber jetzt ist es aufgehört und von daher geht's weiter. Viel Spaß dabei! Oben nun angekommen, habe ich mein ganzes Material gesammelt und werde jetzt die schwierigste Stelle machen. Und zwar direkt an der Ecke. Das ist besonders kompliziert, weil ich da nicht gut drankomme. Das Gerüst ist letztlich ein ganz bisschen zu kurz. Und von daher wird das schwierigste Teil. Hier habe ich mein Material stehen. Da unten arbeitet Cori an der Fassade. Während Mario oben noch die Traufe hochmörtelt, kümmere ich mich jetzt hier schon mal um die Fugen und probiere das aus. So sieht das jetzt aus, nachdem das alles gut gereinigt wurde. Ich bürste das noch ein bisschen ab und dann wässere ich das erstmal. Das ist jetzt hier der aktuelle Zwischenstand. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Also da kann dann jetzt noch die oberste Schicht in den Fugen von unserem guten historischen Mate gemacht werden. So dass das dann alles bündig ist. Und ja, es wird.
In diesem Video gibt es noch eine kleine Besonderheit, und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, etwas ganz Besonderes zu erwerben, und zwar diesen Kalender, den wir angefertigt haben, mit 12 besonderen Momenten, die wir auf die 12 Monate 2025 verteilt haben. Also wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann kauft diesen Kalender und ihr könnt jeden Monat einen dieser besonderen Momente noch einmal wieder fühlen und euch daran erinnern. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß dabei! Das letzte Feld ist jetzt gefüllt. Das ist sehr schön. Und das war jetzt quasi die Vorstufe zum Endgegner. Denn ganz an der Ecke, also quasi an der Kante der Außenwand, kommen jetzt auch noch, ich würde sagen, so 2 bis 3 stehende Steine hin. Und das bedeutet, ja, ich muss da irgendwie drankommen und weiß noch nicht so richtig wie. Wow, das war vielleicht bisher die schwierigste Mauerung. Aber jetzt bin ich fertig. Ich werde hier noch ein bisschen das Holz reinigen und dann kommt die Kante auf der anderen Seite. Und dann ist die gesamte Mauerung an der Fassade fertig. Jetzt sind wir von ganz da drüben hier angelangt. Und hier werde ich jetzt die letzte Ecke mauern. Und dann ist die Fassade tatsächlich fertig gemauert. Es ist vollbracht. Die Mörtelung hier an der Fassade ist tatsächlich jetzt fertig. Ich habe jetzt alles noch mal ein bisschen gewässert und jetzt gibt es eine schöne Pause. Hier nochmal die Ecke. Jetzt, wo an der Traufe alles wieder hochgemauert ist, geht's auf die Rückseite, also auf die Firstseite, auf die Fassade an der Rückseite vom Gebäude. Da hat ja Jean beim letzten langen Tag der offenen Mauer schon ordentlich
vorgelegt. Und ja, da geht es jetzt auch darum, letztlich ähnlich wie an der Fassade vorne hochzumauern am Ringbalken außen und dann auch zwischen die Sparrensteine zu setzen. Denn da ist jetzt aktuell noch Luft, wie man sehen kann. Da kommt ja auch noch Licht rein. Also ist das jetzt der nächste Schritt und dafür wird jetzt alles hier aus dem Fenster auf das rückseitige Dach transportiert und dann wird er weitergemördelt. Hier wird jetzt ab da hier rüber gemauert und als erstes werde ich natürlich mal ein bisschen reinigen, damit ich da sauber aufmörteln kann.
bin jetzt hier ungefähr an der Hälfte angekommen. Jetzt gehen mir die Steine aus. Das bedeutet, ich muss von der anderen Seite des Gebäudes aus dem Hof alles erstmal hochbringen und dann hier wieder auf die Rückseite transportieren. Das wird jetzt der nächste Schritt.
Es wird langsam dunkel und es ist hier noch ein kleines Stück zu machen. Aber mein Mörtel ist alle und es wird so richtig ungemütlich im Dunkeln zu arbeiten. Deswegen mache ich für heute Feierabend. Dieses Stück hier ist noch zu machen. Leute! Ein neuer Bautag ist wieder am Ende angekommen. Und wir fahren jetzt nach Hause. Cori sagt euch, was wir heute gemacht haben. Wir haben heute einiges erledigt. Mario hat die stillen Steine vorne zu Ende gemacht. Tada! Das heißt, da ist jetzt alles zugemauert. Und dann hat er hinten angefangen weiter zu mauern. Da ist jetzt auch fast alles, also mindestens 3/4. Ich habe derweil die Fugen vorne an den Stellen, wo ich schon alles gereinigt und auch abgefräst habe oder beziehungsweise sauber geschrubbt habe, angefangen zu verfugen. Und das hat auch richtig Bock gemacht, gut geklappt. Nebenbei haben wir noch die Hinterradbremse von unserem Roller ausgetauscht, was ein längerer Akt war, weil natürlich ließ sich die Schraube nicht lösen, aber auch das sollte jetzt geschafft sein. Und jetzt ist es auch schon sehr spät. Wir düsen jetzt schnell nach Hause, essen noch was und dann erholen wir uns. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unseren Kanal und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald. Tschüss.